Wenn ich dich frage, was dich an One Piece besonders fasziniert, könnte ich mir vorstellen, dass die Antwort das Worldbuilding ist. Ich zu meinem Teil liebe One Piece unter anderem für das Worldbuilding. Nur ganz wenige Werke schaffen es, eine Welt zu implementieren, wie Oda es mit One Piece getan hat. Eine Welt, die sich nicht nur natürlich anfühlt, sondern auch eine, wo es an jeder Ecke etwas zu entdecken gibt. Eine, die einen unfassbaren Wiedererkennungswert hat. Eine, die besonders in ihren Geheimnissen ist. Eine, die noch nach hunderten Kapiteln weitere Mysterien einstreut. Eine Welt, die mich geprägt hat. Das hier soll kein Liebesbrief an One Piece sein. Aber ich möchte in diesem Video erklären, warum Fishman Island eigentlich gewaltig unterschätzt wird. Warum Fishman Island eigentlich einer der besten Arcs in ganz One Piece ist und warum das eigentlich hier nichts zu suchen hat. Lasst uns also wortwörtlich in die wunderbare Welt von One Piece eintauchen. Unter der Red Line befindet sich Fishman Island, die Insel der Fischmenschen. Ein Ort, der zwischen dem Paradies und der neuen Welt liegt. Ein Ort unter der berüchtigten Red Line. Ein Ort, der von Piraten durchquert werden muss, um in die neue Welt zu gelangen. Viele fürchten die neue Welt als den Ort, wo sich die Monster dieser Welt versammeln, um eine neue Ära einzuleiten. Gekko Moria prophezeite dort den wahren Albtraum. Und Marineford gab uns einen Ausblick auf das, was uns und die Strohhüte in der neuen Welt erwartet. Alles wird sich zuspitzen. Wird sich vielleicht sogar alles verändern? Was, wenn One Piece nie wieder so wird, wie es einst mal war? Fishman Island ist die Feuerprobe für die Antwort auf diese Frage. Schließlich spielt auf Fishman Island der erste große Arc nach dem Timeskip und zudem ist Fishman Island in gewissem Maße der Knotenpunkt der Welt. Und Oda untermalt diesen Fakt mit einerseits einigen Referenzen und andererseits mit weiteren Foreshadowings, die noch immer nicht ganz offenbart worden sind. Fishman Island ist zentral in der Mitte und verbindet mehr als jeder andere Arc den vergangenen und noch kommenden Plot von One Piece. Einerseits fällt der Bogen zurück auf den wohl größten Antagonisten der East Blue Saga, wenn wir unseren Smoker außen vor lassen. Obwohl Arlong selbst nicht anwesend ist, so hat sein Gedankengut längst Wurzeln geschlagen und die jüngsten Ereignisse auf Fishman Island provoziert. Schon auf dem Sabaody-Archipel bekamen wir einen Glimpse von dem zu spüren, was bei den Fischmenschen wirklich Tacheles ist. Wir Zuschauer entwickelten bereits eine Art Hass auf die Personen, die wiederum den Hass auf die Fischmenschen schürten. All das mündete letztlich in Kamis Auktion und in dem Schlag, mit welchem Ruffy Sankt Carlos zurück in den Manga beförderte. Damit durchbrach Ruffy zugleich die lineare Linie, der unsere Geschichte bisweilen folgte. Mit einem Mal provozierte Ruffy den Auftritt eines Admirals, der demonstrierte, wie klein unsere Crew im Vergleich zu der neuen Welt noch ist. Daraufhin wurden die Ereignisse so richtig in Gang gesetzt. Oda baute Jinbei nicht ohne Grund zu diesem Zeitpunkt in die Geschichte ein. Der Samurai der Meere, Jinbei, fungiert letztlich schon als Aufbau für Fishman Island selbst. Vor allem aber wird Jinbei in sehr kurzer Zeit zu einer Figur, die von uns bereits wie ein waschechter Strohhut geschätzt wird. Es ist quasi der Gipfel des Eisbergs. Oda präsentierte die Fischmenschen, welche nun mal die große Subspezies neben den Menschen sind, bewusst von zwei Seiten. Arlong als denjenigen, der all das Böse repräsentiert, und Jinbei als den ehrenvollen Fischmenschen, den wir wie einen Strohhut zu schätzen lernen. Dazwischen sind Fischmenschen wie Tom, Okta oder Kami. Durch Figuren wie San Carlos verstehen wir, woher der Hass der Fischmenschen auf die Menschen kommt. Demnach hatte Oda uns bereits vor dem eigentlichen Arc die komplette Subspezies erklärt. Natürlich erfahren wir dann noch mehr, aber das Bild war bis dahin durchaus fortgeschritten. So weit fortgeschritten, dass nur noch die Konturen fehlten, die wir schließlich auf Fishman Island selbst erhalten. Angekommen auf Fishman Island lernen wir den wohl realistischsten Antagonisten der Serie kennen, Hody Jones. Einen von Drogen abhängigen, fatalistischen Rassisten. Lass das erstmal wirken. Ausgerechnet ein Fischmensch ist der womöglich realistischste Antagonist der Serie. Alleine durch diese Tatsache
hebt Oda das emotionale Level auf eine komplett neue Stufe. Eben weil wir einerseits ganz andere Fischmenschen gesehen haben und eben möchten, dass es denen besser ergeht, und andererseits, weil wir das Ganze viel mehr mit realen Ereignissen verbinden können. Es geht in diesem Arc um den Kreislauf des Hasses, welcher bereits seit Arlong Park aufgebaut wurde. Die Menschen fürchteten die Fischmenschen und vertrieben sie deshalb. Dies wiederum resultierte im Hass der Fischmenschen. Und dieser Kreislauf wurde über Generationen nur noch schlimmer. Und jetzt, wo wir auf Fishman Island sind, tauchen wir noch viel tiefer in die Materie ein. Und wenn du jetzt noch tiefer in die Materie meines Kanals eintauchen willst, dann lass am besten ein Abo da. Okay, das klang wirklich maximal komisch, aber was soll's. Ich denke, es wird deutlich, dass dieser Arc ungemein lange aufgebaut wurde und dass die letzten Arcs auf diesen hinarbeiteten. Besonders deutlich wird es, wenn man sich vor Augen hält, was nach Ruffys Schlag passiert ist. Der bisherige Aufbau wäre so gewesen, dass die Strohhüte nach dem Sabaody-Archipel nach Fishman Island reisen. Im Zweifel wäre Jinbei dann sogar der Antagonist gewesen. Natürlich passt das nicht ganz zu seinem Charakter, aber bisweilen war es eben immer so, dass ein Samurai auf den nächsten folgte. Retrospektiv lässt sich zwar sagen, dass eigentlich Kuma diesen Kreislauf durchbrochen hat, allerdings erhalten wir diese Erkenntnis erst nach dem Timeskip. Demnach wurde also erst so richtig mit Boa Hancock dieses Muster durchbrochen. Und nachdem die Strohhüte getrennt wurden und die Ereignisse auf Marineford nicht nur die Welt, sondern auch die Strohhüte erschüttert haben, lief es quasi darauf hinaus, sich nach dem Timeskip wiederzusehen und dann über Fishman Island in die neue Welt zu reisen. Folglich endet der erste Teil der Grand Line mit Fishman Island und die neue Welt beginnt ebenfalls mit Fishman Island, was symbolisch durch Ruffys Ansage an Big Mom verdeutlicht wird. Demnach ist Fishman Island alleine deshalb schon die zentrale Insel und der zentrale Arc der Geschichte. Aber Oda setzt hier eben noch eine Schippe drauf. Denn nicht nur reisen die Strohhüte nun in die neue Welt und müssen härtere Gegner bekämpfen, sie erfahren auch endlich mehr über das verlorene Jahrhundert. Erstmals wird Joy Boy genannt, welcher wohl die Schlüsselfigur des verlorenen Jahrhunderts ist. Zudem lernen wir erstmals eine der antiken Waffen kennen, Shirahoshi. Natürlich wussten wir zuvor schon, dass es noch andere antike Waffen gibt, aber Shirahoshi ist die erste, die wir so wirklich sehen. Besonders interessant werden diese beiden Tatsachen in Wano Kuni und dem Oden-Flashback. Als Roger Laugh-Tale erreichte, stellte er fest, dass er zu früh war. Und das geht jetzt ein bisschen in den theoretischen Bereich, aber warum auch nicht, es gibt dem Video sicherlich noch ein bisschen Würze. Warum auch immer Roger zu früh war, wir können uns wohl sicher sein, dass Ruffy schlussendlich genau zur rechten Zeit dort eintreffen wird. Und tatsächlich gibt es eine Tatsache bezüglich des verlorenen Jahrhunderts, worüber wir mittlerweile recht gut Bescheid wissen. Es gab 3 antike Waffen, Poseidon, Pluton und Uranus. Diese Waffen spielen auf jeden Fall eine massive Rolle in der Geschichte von One Piece. Es ist also nur wahrscheinlich, dass sie irgendetwas damit zu tun haben. Ruffys Traum ist es, Piratenkönig zu werden. Er möchte der freiste Mann zur See sein. Sanji wiederum träumt vom All Blue. Brook möchte unbedingt Laboom wiedersehen und Nami will eine Weltkarte zeichnen. Diese Träume passen erstaunlich gut zueinander. Die Red Line steht dem zwar nicht per se im Weg, aber irgendwo schon, wenn man mal so darüber nachdenkt. Besonders Sanjis Traum kann sich, wenn man es wörtlich nimmt, nur dann erfüllen, wenn die Red Line zerstört wird, also wenn alle Meere zu einem verschmelzen. Sollte dieser Fall eintreffen, dann könnte Ruffy sogar noch freier sein, als Roger es war, weil es eben keine Red Line als Hindernis mehr gibt. Brook könnte Laboom wiedersehen und Nami kann eine erste richtige Weltkarte zeichnen. Klingt also logisch, die Red Line zu zerstören, zumal dort auch der Hauptfeind sitzt, mit dem Ruffy spätestens seit Enies Lobby im Krieg steht. Allerdings lässt sich dem noch die Krone aufsetzen, nämlich mit einem Ereignis, welches sich auf Fishman Island zugetragen hat. Madame Shirley prophezeite, dass Ruffy Fishman Island zerstören würde. Im ersten Fishman Island Arc ist das nicht passiert. Die Prophezeiung würde sich aber erfüllen, wenn Ruffy nun die Red Line zerstört. Und hier fällt der Bogen erneut auf Fishman Island, Joy Boy, Roger und Laugh-Tale. Joy Boy entschuldigte sich bei den Fischmenschen und hinterließ die Noah, welche so konzipiert wurde, dass alle Fischmenschen damit die Insel verlassen können.
Deshalb betonte Neptun auch, als die Noah auf die Insel zu stürzen drohte, dass sie auf keinen Fall zerstört werden dürfe. Oden wünschte sich, dass Vanus Grenzen geöffnet würden, bevor Joy-Boy wieder auftaucht, wohingegen sich Roger wünschte, dass er zur selben Zeit wie Joy-Boy gelebt hätte. Ersteres impliziert vor allem eine Sache, und zwar, dass ein neuer Joy-Boy auftauchen wird. Ich denke, wir alle haben da eine Figur im Kopf. Rogers Wunsch hingegen ist tricky. Wir wissen, dass Roger zu früh war. Und wir wissen, dass er sich wünschte und davon ausging, sein Sohn würde diese Aufgabe später erfüllen. Ironischerweise sollte es nicht sein Sohn, sondern vermutlich dessen geschworener Bruder werden. Aber warum ist diese Aussage jetzt tricky? Man könnte denken, dass Roger meinte, zur selben Zeit wie der erste Joy-Boy zu leben. Dabei wäre es nach der vorhergegangenen Logik doch viel logischer, wenn er sich wirklich gewünscht hat, zur Zeit seines eigenen Sohnes zu leben, von dem er ja dachte, dass er der nächste Joy-Boy würde. Und nun kommen wir auf die antiken Waffen und die Redline zurück. Welchen gravierenden Unterschied gab es zwischen Roger und Ruffy? Zu Rogers Zeit gab es nur 2 antike Waffen, die rein zufällig auch, mehr oder weniger, in seinem Besitz waren. Wie komme ich darauf? Offensichtlich hatte Roger Poseidon nicht, da Shirahoshi erst später geboren wurde. Überlegen wir aber, wer die Pläne für Pluton hatte, dann wird es interessant. Diese besaß nämlich niemand anderes als Tom, der Schiffsbauer der Oro Jackson, also von Rogers Schiff. Und auch wenn wir nicht bestätigt wissen, wer Uranus ist, so gibt es doch eine Figur, bei der man es sich zumindest vorstellen könnte. Poseidon herrscht über die Tiefen des Ozeans und Pluton herrscht als legendäres Kriegsschiff über die Oberfläche des Ozeans. Ich glaube, es ist jetzt keine Überraschung, dass Uranus Himmel bedeuten kann, also kann man vermuten, dass Uranus über den Himmel herrscht. Aber ich denke nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte. Denn die vorherigen Waffen hatten ja etwas mit dem Ozean zu tun, was bei einer Piratenserie auch hervorragend passt. Interessant ist, dass wir ein Lebewesen kennen, welches im Ozean läuft, aber gleichzeitig im Himmel ist. Zunisha. Und wer konnte Zunisha befehligen? Momonosuke. Ähnlich wie Shirahoshi die Seekönige befehligt. Heißt also, es ist relativ wahrscheinlich, dass Momonosuke Uranus ist. Und hier kommt natürlich eine weitere Sache hinzu, die äußerst interessant ist. Momonosuke kannte Roger, weil er als Baby auf dessen Schiff war. Der große Unterschied zwischen Roger und Ruffy ist also Shirahoshi, die zu Rogers Zeit noch nicht geboren war. Wenn die Redline nämlich ohne Poseidons Existenz zerstört würde, dann würden gleichzeitig alle Fischmenschen sterben. Poseidon aber kann mit Hilfe der Noah alle Fischmenschen evakuieren und zu ihrem neuen Zuhause bringen. Und was rundet das Ganze ab? Die Tatsache, dass Im-sama ausgerechnet Shirahoshis Steckbrief durchstochen hat. Das heißt also, dass letztlich alles auf Fishman Island zurückfällt. Demnach ist es, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, dass Fishman Island der Knotenpunkt der One Piece Welt und der One Piece Geschichte ist. Und selbst wenn man von dieser Theorie nicht überzeugt ist, dann bleiben gewisse Tatsachen trotzdem bestehen. Wie zum Beispiel, dass Shirahoshi zu Rogers Zeit nicht lebte und als antike Waffe natürlich einen gigantischen Unterschied ausmacht. Schließlich bleibt also eine Frage. Fishman Island war oder vielmehr ist für die Geschichte unfassbar wichtig. Aber was ist mit der Geschichte von diesem Arc selbst? Denn letztlich ist es erst diese Geschichte, die wir dort erleben, die klar macht, warum die Fischmenschen um jeden Preis gerettet werden müssen. Also mal abgesehen davon, dass es moralisch das einzig Richtige wäre. Aber es ist ja so, wenn diese Rettung ein solch wichtiger Bestandteil der großen Geschichte ist, dann muss sie natürlich auch intensiv ausgebaut werden. Und Junge, hat Oda diese Geschichte ausgebaut. Die Combo Hody Jones und Wanda Decken ist zwar nicht die typische, aber auf ihre Art und Weise sind die beiden Antagonisten ganz besonders. Sie unterscheiden sich auch massiv von den anderen Main-Antagonisten der Serie, denn Ruffy war ungemein stärker als sie. Trotzdem hat Oda es geschafft, im bloßen Kampf eine gewisse Spannung zu erzeugen, weil er sich meisterhaft das Umfeld zunutze gemacht hat. Denn so stark Ruffy auch sein mag, im Wasser, speziell ohne Blase, ist er einem Fischmenschen wie Hody unterlegen. Auf der anderen Seite schafft er es zugleich, das Wachstum der Strohhüte darzustellen. Auch wenn uns gewiss ist, dass das noch nicht alles ist. Demnach schafft Oda es, trotz dem Stärkeunterschied, Spannung zu erzeugen. Wobei der Hauptfokus in diesem Arc überhaupt nicht auf dem eigentlichen Kampf liegt.
Prinzipiell geht es um etwas ganz anderes. Hier steht kein Kampf Main-Antagonist vs. Ruffy im Vordergrund, sondern das Verteidigen der Fischmenscheninsel. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Fischmenscheninsel ein Schlüssel in der Geschichte ist, ein Schlüssel, von dem man auf Laugh Tale erfährt, dann verteidigt Ruffy nicht nur die Fischmenscheninsel und ihre Bewohner, sondern gleichzeitig seinen Traum, Piratenkönig zu werden. Und Oda baut diesen Höhepunkt meisterhaft auf. Otohime selbst ist eine Hyperbel für den Wunsch der Fischmenschen, gemeinsam mit den Menschen am Tageslicht zu leben, sich mit ihnen zu vertragen und ein neues Zeitalter der Harmonie zwischen den Menschen und den Fischmenschen zu kreieren. Fischer Tiger war in dieser Hinsicht zwiegespalten, was darin resultierte, dass er das Blut eines Menschen ablehnte und schlussendlich daran starb. Die Fischmenschen waren noch nicht bereit, aber Otohime hat den Weg geebnet und ihre Kinder, allen voran Shirahoshi, welche von Hody Jones als Mörder wusste, es aber nicht weitererzählte, haben diesen Willen weitergetragen. Arlong und später Hody Jones repräsentieren wiederum die andere Seite. Die Seite, von der Fischer Tiger sich nie ganz trennen konnte. Und so wurde diese Ansicht auf die Menschen für Hody Jones ein Katalysator, der letztlich in seinem unendlichen Hass auf die Menschen endete. Als Hody seinen Grund offenbarte, sorgte er für geschockte Gesichter. Die Menschen hatten ihm nichts getan. Er hasste die Menschen ohne wirklichen Grund. Die Gräueltaten der Menschen dienten ihm zunächst als Legitimation und so wurde ein Monster geboren. Doch der Wunsch, ans Tageslicht zu gehen, Fishman Island hinter sich zu lassen und ein neues Kapitel zu eröffnen, wuchs stetig. So entstanden zwei Lager. Bei seiner Machtübernahme hat Hody die Bewohner der Insel also auf Otohimes Bild treten lassen, um ihr Ideal sinnbildlich zu zerstören. Allerdings scheiterte er dabei, weil Otohimes Ideal längst auf die Fischmenschen übergegangen war, was später symbolisch durch Jinbeis Akt unterstrichen wird. Im Gegensatz zu Fischer Tiger teilte er schlussendlich sein Blut mit einem Menschen, mit Ruffy. Der Kampf dieser Ideale war also gigantisch und wurde letztlich mit dem Fall der Noah abgerundet. Hody ist es egal, ob seine Anhänger ebenfalls sterben, denn letztlich haben seine Ideale keinen Wert. Ruffy aber kämpft für all die Menschen, die er respektiert. Er respektiert ihren Wunsch, ihr Ideal. Und so entschließen sich auch immer mehr Fischmenschen dafür, auf der Insel zu verharren und in Ruffy zu vertrauen. Die Bewohner feuern ihn an und akzeptieren letztlich einen Menschen als ihren Helden. Einen Menschen, der ihren Traum wertschätzt und erfüllen kann. Ein Mensch, der sinnbildlich in der Mitte steht und die Fischmenschen in ein neues Zeitalter führen kann. Schlussendlich schlägt Ruffy auf die Noah ein, obwohl Joyboy sie zurückließ, um dieses Ideal erst zu erfüllen. Ruffys Glaube an die Zukunft überragt also. In dem Moment braucht er keine Noah, um zu wissen, dass sich so oder so eines Tages der Wunsch der Fischmenschen erfüllen wird. Ähnlich wie Joyboy, der die Noah hinterließ und darauf vertraute, dass irgendjemand in der Zukunft die Fischmenschen an das Tageslicht bringen wird. Für Ruffy zählte einfach das Hier und Jetzt. Denn das Hier und Jetzt ist, was beschützt werden muss. Doch letzten Endes schaffte Shirahoshi es, ihre Kraft zu kontrollieren, woraufhin die Seekönige die Noah wegziehen. Demnach kann Ruffy eines Tages den Traum der Fischmenschen erfüllen und zugleich auch seinen eigenen, der König der Piraten zu werden.